Die heilige Schrift des Islams ist der Koran. Dieser wurde dem Propheten Mohammed im Laufe von 23 Jahren offenbart. Eine der ausführlichsten Koranexegesen stammt vom Gelehrten Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Seine Interpretationen gehören zu den frühesten und am besten erhaltenen Texte dieser Art. Die aktuelle Koranforschung befasst sich mit der Analyse dieser frühen Schriften. Doch wie kann man diese Forschung digitalisieren und der Wissenschaft sowie der Öffentlichkeit zugänglich machen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Forschungsgruppe Linked Open Tafsir. Am Projekt arbeiten mehr als 20 WissenschaftlerInnen an 3 Universitäten in Berlin, Frankfurt und Gießen. Die Forschungsgruppe Linked Open Tafsir erstellt eine online abrufbare Datenbank frühislamischer exegetischer Überlieferungen. Basis ist der Korankommentar des muslimischen Gelehrten Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari mit dem Titel Jami' al-Bayan. Die Datenbank soll die in den Überlieferungen enthaltenen Informationen zu historischen Begebenheiten zur Offenbarungszeit sowie die kulturellen, religiösen, sozialen und sprachlichen Rahmenbedingungen der Entstehung des Korans erfassen. Damit schafft das Projekt eine solide Forschungsgrundlage für wissenschaftliche Überlegungen zur Offenbarungsdynamik des Korans in der frühen Exegese-Tradition. Am Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam an der Goethe-Universität Frankfurt entsteht die Datenbank, die das Herzstück des Projekts ist. Die Entstehung des Korans und Anfänge des Islams wurden und werden in der orientalistischen Islamforschung sehr intensiv erforscht. Dabei finden islamische Überlieferungen kaum Erwähnung und somit bleiben wertvolle Informationen unberücksichtigt. Unser Projekt zielt auf Schließung eben dieser Forschungslücke ab. Zurzeit wird nur das umfassende Kommentarwerk at-Tabaris in die Datenbank eingearbeitet. Zugleich wird ein Annotationsmodell entwickelt, das sich auch künstlicher Intelligenz bedient. Unser Projekt zeichnet sich dadurch aus, komplexere und kombinierte Suchen anzubieten. Here, for example, we have a specific hadith, a narration which has 2 parts, as you can see, a sanad and a matan. Then inside the sanad, you can see that every narrator has been labeled and identified. Every narrator is given a unique identification number. It means that by searching for a specific narrator, one can get all the narrations of that specific narrator. Similarly, inside the matan, all the important information has been labeled, such as asbab al-nuzul, naskh, location, organization, time, and so on. Such an extensive annotation process gives us unlimited possibilities to search and analyze the text in ways that we could have never imagined before the technological leap. An der Berliner Humboldt-Universität wird eine Analyse des islamischen Rechts und der jüdischen und christlichen Einflüsse auf die Koranexegese durchgeführt. Die in Frankfurt digitalisierten Daten bearbeiten wir in 2 verschiedenen Schritten in Berlin. Auf der einen Seite werden die rechtsrelevanten Passagen in at-Tabari ausgewertet. Dabei geht es um die Rekonstruktion der Koranstellen in at-Tabari und seine Entscheidungen, damit wir seine Vorstellungen zum Recht rekonstruieren können. Auf der anderen Seite befasst sich der Standort Berlin mit dem Makroumfeld des Korans. Altarabische, jüdische, christliche und lokale Traditionen, die im Rahmen des Korans und der Exegese ein Echo finden, werden separat analysiert. Die Inhalte des interdisziplinären Teils des Projekts sind nicht nur für die Koran- und Islamforschung relevant, sondern auch für jüdische und christliche Studien sowie die Religionswissenschaften. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts werden an der Justus-Liebig-Universität in Gießen didaktisch und pädagogisch aufbereitet. Wir streben eine Verzahnung zwischen den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Komponenten der islamischen Theologie an. Dabei versuchen wir zum Beispiel, korandidaktische Ansätze für den Schul- und Gemeindeunterricht zu generieren. Didaktische Ansätze sollen die Lehrenden bei diesem Unterfangen unterstützen und ihnen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten an die Hand geben. Als Praxisfellow der Long-Term-Forschungsgruppe habe ich ein Transferkonzept für Jugendliche in den muslimischen Gemeinden erarbeitet, die Religion auch als Thema der politischen Bildung und identitätsstiftenden Faktor wahrnimmt. Jugendliche sollen in diesem Bildungsangebot darin bestärkt werden, eigene Sichtweisen zu reflektieren. Dadurch kann eine pluralistische Haltung gefördert werden und sie werden in ihrer Kritik, Konflikt- und Diversitätskompetenz gestärkt. Die fachwissenschaftlichen Erträge sollen auch an Schulen zum Einsatz kommen. Mit Hilfe des korandidaktischen Ansatzes sollen Lehrende und Lernende die Möglichkeit erhalten, bereits früh mit den Inhalten ausgewählter Teildisziplinen der Koranwissenschaft in Kontakt zu geraten. Die Komplexität der koranischen Botschaft, die vielfältigen Deutungswege und Methoden
sowie die Verzahnung der Inhalte mit historischen Gegebenheiten sind Aspekte, die sich durchaus auch kindgerecht aufbereiten und behandeln lassen. Die Ergebnisse aus der Datenbank können in der Erziehungs- und Bildungsarbeit fruchtbar gemacht werden. Auf diese Weise wird die bisherige Korandidaktik um eine weitere Zugangsmöglichkeit bereichert. Das Projekt Linked Open Tafsir wird durch die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft ermöglicht. Dieses Projekt ist im Rahmen der Digital Humanities einzigartig. Hier wird Pionierarbeit geleistet. Die im Forschungsprojekt Linked Open Tafsir entstehende Datenbank wird WissenschaftlerInnen und Studierenden weltweit offenstehen und zukünftig weiter wachsen. Weitere Überlieferungsmaterialien werden in die Datenbank eingespeist. Außerdem wird die Suchfunktion in mehreren Sprachen angeboten. Mittels künstlicher Intelligenz öffnet sich ein neuer Zugang zum Koran und dessen Verständnis in der Gegenwart. Durch unsere Arbeit wird endlich möglich sein, den Koran als einen lebendigen, dialogischen Kommunikationsprozess zwischen Gott und Menschen zu rezipieren und zu erleben, wenn Sie so wollen. Das ist traumhaft, oder?